Herzlich willkommen zum Game of Coins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Weihnachtswoche ist da und wir reden einmal über diese Woche, was passiert bei Bitcoin, den Altcoins, bei den Meme-Coins, denn dort ist auch ein neuer Star am Meme-Coin-Himmel, möglicherweise der gerade aufgeht. Und genau, wir gehen direkt rein in den Bitcoin, was da heute diese Woche passieren könnte. Denn Bitcoin ist übergeordnet noch weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Aber es gibt sehr viele Stimmen, die aktuell ja nach einem weiteren Dump rufen bzw. voraussagen, dass wir hier weiter runtergehen, möglicherweise die 74er Resistance anlaufen oder sogar runterbrechen und dann wieder in eine Range gehen, die wir zuletzt im März bis Oktober besucht haben. Das wäre also alles zwischen 49.000 und 74.000. Ob das passiert, kann ich euch nicht genau sagen. Ich kann euch nur die Wahrscheinlichkeiten nennen, die aus meiner Sicht aktuell der Markt uns bietet. Und ja, wir haben momentan die Aussicht auf eine kleine Center Rally und wir gehen jetzt einmal ein bisschen weiter in den Chart rein. Wir haben hier seit der Bewegung vom 10. November eine ganz klare Bear Flag, in der wir uns immer noch befinden, und das müssen wir halt so anerkennen. Bear Flags brechen zu 60% nach unten aus. Das ist nun mal so, aber das heißt nicht, dass das hier passieren muss. Es gibt sehr viel makroökonomischen Rückenwind, den Bitcoin hat, denn auch wenn wir jetzt aktuell zum Beispiel auf andere Assets schauen, der Nasdaq ist auf einem Allzeithochlevel. Gold hat ein neues Allzeithoch gebildet, ist aktuell bei 4.423 Dollar pro Feinunze. Und auch bei Nvidia beispielsweise, ja, alles ist aktuell am Allzeithoch. Tesla beispielsweise aktuell wieder neues Allzeithoch. Alles pumpt, nur Bitcoin hängt hinterher. Rein von den Umständen her ist eigentlich alles positiv für den Bitcoin. Das Problem daran ist, dass es noch dauert, bis das Geld letztendlich auch für den Bitcoin in den Markt fließt und die Leute anfangen, mehr Bitcoin zu kaufen. Aktuell ist da einfach Gold für viele noch attraktiver oder halt der traditionelle Aktienmarkt. Aber es gibt auch aufgrund der neuen Regulierungen in Amerika, die für Bitcoin sehr gut sind, aber die Auswirkungen, die spüren wir jetzt noch nicht aktuell. Deswegen möglicherweise könnte Bitcoin eine kleine Rallye sehen, ob die dann aber nachhaltig wirklich jetzt hält, das ist die große Frage. Wir können ja einmal kurz in den Crypto Fear and Greed Index schauen, der steht immer noch auf 29, da waren wir natürlich schon weit drunter mal. Wir haben also hier eine leichte Erholung nach oben gemacht. Wenn wir auf dem Liquidations Chart einmal gucken, können wir auch mal gucken, wo aktuell die meisten Liquidierungen liegen, ob die eher unter uns oder über uns sind. Auch hier kann man schön sehen, dass wir hier im 83.000er Bereich sehr viele Liquidierungen haben. Ein schönes Cluster, das hier sitzt, aber eigentlich noch leckerer für die Market Maker hier oben im 94.600er Bereich und noch etwas drüber. Und es sieht fast so aus, als wenn wir aktuell anlaufen und dieses Cluster hier oben abholen möchten. Und jetzt gehe ich auch noch mal auf den Bitcoin-Chart mal etwas weiter rein in die 15 Minuten. Da sehen wir nämlich, wir versuchen hier schon seit einiger Zeit diese 90.000er-Marke zu knacken. Sind jetzt übers Wochenende eigentlich relativ flach und sehr, sehr wenig Volumen im Markt gewesen. Und seit gestern Abend beziehungsweise hier über die Nacht haben wir ordentlich gepumpt. Jetzt ist natürlich immer Folgendes, wir haben hier zwar kein CME-Gap, aber wir wissen, das New York Open bei uns 16 Uhr, das sorgt in 90% der Fälle für einen Dump. Und das würde bedeuten, wenn wir jetzt hier, also aktuell sind wir hier über einer Resistance-Linie, ja, die wir hier gebildet haben und auch schon einige Male angelaufen haben. Wenn wir das mal eben auf die Stunden gehen, dann kann man das sehen. Jetzt abgesehen von der Bear Flag sind wir hier aber auch direkt auf einer Resistance-Linie, die wir jetzt von unten durchbrochen haben und möglicherweise antesten oder auch eben nicht. Wie gesagt, es gibt halt das New York Open und das ist oft ein Dump-Event. Wenn wir hier jetzt wieder abverkaufen, müssen wir sehen, ob wir dann wieder die 88 halten können. Für mich ist halt die absolute Schmerzgrenze, wenn wir hier drunter fallen, dann wird es natürlich gefährlich. Ich sehe das allerdings aktuell nicht. Es kommt halt wirklich darauf an, wie Bitcoin jetzt zum New York Open reagiert und ob wir dann möglicherweise Stärke reinbekommen und dann tatsächlich eine Center Rally sehen, weil dann könnte man auch möglicherweise sehen, dass wir hier nochmal hochlaufen,
nochmal von oben die Resistance antesten und dann nochmal die 94.000 antesten. Das haben wir zwar schon ein paar Mal gemacht und es ist jedes Mal bis jetzt auch gescheitert leider. Hier haben wir einmal angetestet und abgelehnt, angetestet, abgelehnt, angetestet, abgelehnt. Aber umso öfter wir solche Resistance-Linien antesten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie dann irgendwann durchbrechen. Also wir wollen hier natürlich uns nicht zu früh freuen, aber die Möglichkeit besteht, dass wir tatsächlich durchkommen und zu Weihnachten ein kleines, ja, schönes Weihnachtsgeschenk von Bitcoin bekommen. Das würde natürlich dann direkt auch auf die Altcoins sich übertragen. Die Altcoins hängen momentan etwas schwächelnd dem Bitcoin hinterher. Das ist ja nichts Neues, das sehen wir eigentlich sehr, sehr oft. Aktuell sind die Altcoins aber besonders schwach. Ethereum beispielsweise sieht man auch ähnliche Bewegung übers Wochenende. Sehr, sehr wenig passiert, also wirklich wenig Volumen, absolut flach, fast schon wie so ein Stablecoin. Und jetzt wieder eine Bewegung nach oben, wollen hier tatsächlich auch gerade den 800er EMA durchbrechen oder beziehungsweise laufen den gerade an. Und ja, ähnliches Szenario, nur dass hier etwas mehr Schwäche noch drin ist. Also das heißt, Bitcoin geht voraus. Wir können uns auch nochmal Solana anschauen. Ähnliches Spiel. Hier sind wir sogar noch unter dem 200er EMA, beziehungsweise gerade dabei, ihn anzutesten. Auch hier jetzt beim New York Open sollten wir hier einen Dump bei Bitcoin sehen, kann es für Solana und für Ethereum echt nochmal richtig tief nach unten gehen, wenn wir stark abgelehnt werden. Damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Gucken wir auch kurz XRP uns an. XRP leider auch extrem schwach, hat hier auch in der Vergangenheit, jetzt letzte Woche, extrem auf den Deckel bekommen. Wir haben hier wirklich ein neues lokales Tief gemacht. Wenn wir jetzt mal rauszoomen hier und auf die Wochencharts gehen, dann haben wir wirklich so ein Level, das wir seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Also zuletzt waren wir hier im April 2025 und bei Ethereum bzw. bei Solana haben wir das Gleiche. Da sind wir auch auf einem Level, wo wir seit Juni nicht mehr waren, beziehungsweise sogar etwas tiefer. Seit April ebenfalls nicht mehr hier diese Preislevel gesehen. Und was wir uns auch kurz einmal angucken können, Binance Coin, eigentlich der starke Mann zwischen den Altcoins, beweist auch heute wieder nach diesem Dump, den wir gesehen haben, dass er doch relativ gut davongekommen ist. Also hier haben wir am 18. Dezember natürlich auch erstmal wieder so ein lokales Tief gebildet, aber kommt hier doch relativ gut raus, ist auch über der 800er. Also bis jetzt Binance einer der stärksten Altcoins und vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant. Hyperliquid ist auch gar nicht so schlecht, hat sich auch etwas besser erholt als der Konkurrent Asta. Asta ist momentan sehr am struggeln. Hier haben wir allerdings auch bullische News reinbekommen, da das Asta-Team bzw. die Asta-Dex jetzt bald mit einer L1, also mit einer eigenen Blockchain an den Start geht. Plus es werden Buybacks gemacht vom Team. Das heißt, 80% der Einnahmen über die Transaktionsgebühren werden wieder benutzt, um den Asta-Token zu kaufen. Und diese Tokens, die dann zurückgekauft werden, werden in eine Wallet gesteckt, die nicht angerührt wird, von denen erstmal keine Gefahr ausgeht, dass da irgendwas von verkauft wird. Und das ist natürlich für viele Asta-Halter an dieser Stelle sehr bullish. Dann schauen wir ganz kurz einmal auf die ETF-Flows. Die haben sich jetzt am 19. Dezember zuletzt eher negativ gezeigt. Das heißt, wenn wir die letzten Tage zusammennehmen, am 17.12. gab es nochmal einen etwas dickeren Inflow von 457 Millionen $, 18. und 19. dann wieder 2 rote Tage mit Outflows. Das ist jetzt nicht unbedingt der Stoff der Bullenträume, aber wir sind hier auch nicht ganz so schlecht unterwegs, deswegen würde ich hier sagen, eher neutrales Bild bei den ETF-Zuflüssen. Der Coinbase Premium Index ist seit einer Woche circa eher negativ, aktuell so um die 0,04%. Das heißt, US-Spot auf Coinbase handelt ein bisschen unter dem globalen Durchschnittspreis und die US-Börsen sind eher leicht auf der Verkäuferseite. Also kaufen nicht unbedingt aggressiv den Dip, das sollte man auch mit im Hinterkopf behalten. Kurz gesagt, es ist genug Hebel im Markt, um bestimmte Moves noch zu verstärken, aber die Amerikaner sind gerade nicht voll im Kaufmodus, eher zurückhaltend. Auch ein wichtiger Chart, den man auf jeden Fall aktuell im Auge behalten sollte, möglicherweise sogar der wichtigste Chart, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie Bitcoins Chancen stehen, ist die USDT Dominance. Und die ist aktuell auch wieder hier oben an einem wichtigen Resistance-Punkt. Sieht aber eher danach aus, dass wir hier abgelehnt werden. Haben hier ein kleines Double Top gebildet. Und wenn wir hier jetzt sehen, dass die USDT Dominance tatsächlich jetzt ein bisschen rückläufig ist,
dann würde ich auf jeden Fall mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass Bitcoin tatsächlich zu Weihnachten über die Weihnachtstage jetzt oder über die Feiertage zwischen den Jahren nochmal an die 94.000 anläuft. Falls ihr vor allen Dingen nach Short-Einstiegen sucht, ja, und hier wirklich seht, wir fallen im USDT-Dominance und die Bitcoin geht hoch, dann kann man tatsächlich nochmal gucken, ob wir hier eine Short-Möglichkeit sehen. Die insgesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 313 Milliarden Dollar, also auch nahe Allzeithoch. Über das Jahr 2025 gesehen ist das stark gewachsen. Da haben wir also so um die 75 bis 100 Milliarden hinzugewonnen. Aber die letzten Wochen sind wir dann doch eher seitwärts statt weiter nach oben gelaufen. Strukturell ist das sehr, sehr bullish, aber wir haben sehr viel sitzendes Kapital aktuell im System. Kurzfristig können wir aber keinen neuen riesigen Geldschwall sehen, der gerade frisch reinfließt, der wichtig wäre für Bitcoin auch, um nochmal nachhaltig einen Push zu bekommen, um möglicherweise sogar über die 100.000 nochmal zu kommen. Ich würde deswegen eher vorsichtig bleiben, wenn wir jetzt nach Long-Einstiegen suchen, sondern eher darauf warten, dass wir möglicherweise tatsächlich diese Santa-Rally bekommen und dann eine Short-Position irgendwo suchen. Heute ist aktuell also eher aus Makrosicht ein etwas ruhiger Tag. Es kommen keine großen US-Daten. Die wichtigen Sachen kommen erst am Dienstag. Also einmal Core PCE Price Index, das sind also die PCE-Inflationsdaten und Konsumdaten, beides Dienstag. Das bedeutet, für heute sind die Bewegungen eher von Orderflow und Positionierung getrieben, weniger von irgendwelchen großen Datenevents. Und sonst US-Regulierung gibt ja auch weiterhin mittelfristig Rückenwind. Dort haben wir gesehen, dass Donald Trump jetzt wohl schon am Freitag ein neues Gesetz unterzeichnen wird. Kleine Zahlungen mit regulierten Stablecoins bis zu $200 sollen steuerfrei sein, was natürlich sehr bullish ist für die Kleinanleger. Und auch beim Staking und Mining gibt es einen Steueraufschub. Das heißt, Rewards könnten bis zu 5 Jahre steuerlich aufgeschoben werden. Und das ergänzt schon auch die bekannten Pro-Krypto-Signale aus den USA, ist aber eher ein mittel- bis langfristig bullischer Faktor. Heißt, das wird jetzt nicht sofort Geld in den Markt spülen und Bitcoin stark pushen können. Trotzdem natürlich positive Stimmung erzeugt es allemal. Trotz alledem, wie gesagt, jetzt nicht übermütig werden, mit zu viel Kapital in Long-Trades mit Hebel reinstecken, denn ich denke, das kann auch nach hinten losgehen. Das heißt, ganz konkret also nochmal, unser Szenario jetzt für Weihnachten ist, dass wir hier möglicherweise ausbrechen über diese 90.000 und dann wieder diese Resistance hier anlaufen bei ca. 93.300. Vielleicht über die Weihnachtstage, wenn wir uns dann hier weiter halten und rangen, dann vielleicht sogar nochmal weiter drüber ausbrechen. Um das zu erreichen, brauchen wir aber, wie gesagt, einen ganz klaren Ausbruch hier über die 90.000 mit einem Retest möglicherweise auf diese Resistance-Linie und dann können wir hier also am Weihnachtstisch, beim Weihnachtsessen und beim Glühwein uns darüber freuen, dass wir hier momentan mal wieder ein bisschen Luft über 90.000 schnuppern dürfen. Das zweite Szenario wäre allerdings, dass wir hier auch jetzt gerade, wo wir jetzt hier auch sind, jetzt abgelehnt werden, das heißt hier bei den 90.000 abgelehnt werden, wie gesagt, dann runterlaufen auf die 88.000 und dann wieder rangen. Das kann auch sein, dass wir hier in diesem Szenario jetzt erstmal bleiben. Das wäre so der neutrale Case. Wir testen also die 90.500er aktuell, werden dann möglicherweise abgewiesen. Ja, wenn die Kerzen dann schwächer werden, dann trocknet das Volumen aus. Das kann durchaus passieren, da müssen wir halt drauf achten. Das wäre dann, wie gesagt, auch ein mögliches Short-Szenario, was sich da eröffnet, mit erster Zielregion hier um die 88.000. Man muss natürlich gucken, dass man hier entsprechend auch die Resistance-Linien im Auge behält, damit man nicht Trades aufmacht, die am Ende kein gutes Risiko zu Gewinnverhältnis haben. Weil, wenn man hier mal schaut, wenn wir jetzt hier drunter brechen, dann haben wir hier von da, wo wir jetzt aktuell sind, bis zu den 88.000 circa 2,5%. Das ist nicht allzu viel. Das heißt, man muss hier wirklich sehr, sehr schnell sein. Man muss hier schnell agieren, wenn man diese Trades mitnehmen möchte. Und auch andersrum natürlich, wenn man möglicherweise hier diese Range traden möchte, also nicht nur mit Shorts, sondern auch Longs, dann kann man das versuchen. Aber auch hier muss man schnell sein. Also hier muss man dann direkt auf der Resistance dann wieder raus, ausstoppen bzw. Gewinne nehmen und hier wieder hoch in einem Long Trade und dasselbe dann hier auch. Das könnte
so eine Weile jetzt hier so seitwärts gehen, möglicherweise, aber wie gesagt, muss ich noch zeigen. Das absolute Bärenszenario wäre natürlich, und das ist immer noch nicht vollkommen vom Tisch, dass wir hier tatsächlich die 88 dann doch komplett durchbrechen, weiter unter diese 6 oder weiter auf die 86.000 laufen. Und hier ist natürlich eine große Gefahr beziehungsweise die Chance, dass wir dann noch tiefer auch brechen. Das heißt, hier wäre das erste Level 86.000, dann das nächste 84.000. Wenn wir da drunter brechen, dann würde ich sogar sagen, dass wir wieder die Möglichkeit haben, auf 80.000 runterzulaufen, was dann natürlich auch absoluter Max Pain wäre für viele Leute, aber muss man auch immer sagen, das wäre ein doppelter Boden. Das könnte natürlich auch wieder genau der Trigger sein, den wir brauchen, damit wir letztendlich wieder Anlauf nehmen können, um dann endlich richtig über die 90.000 oder an die 90.000 bis zu 100.000 Linie mal wieder hochkommen. Das muss man dann sehen, aber erstmal wäre, wie gesagt, das absolute Bärenszenario. Möchte ich nicht, möchte wahrscheinlich keiner, außer die gerade dick in Shorts sind. Aber das muss man erstmal sehen. Ich gehe davon erstmal nicht aus. Sollte das allerdings passieren, dann würde ich hier natürlich versuchen, eine Long-Position zu eröffnen. Das heißt, hier einmal bei 84.000 und natürlich bei 80.000 dann entsprechend nochmal vergrößern und hoffen, dass wir dann den Preis drehen, dass wir das ganze Ding gedreht bekommen. Dann würde ich auf jeden Fall long gehen und da auch erst wieder Profite nehmen, hier bei ca. 90.000. Zusammengefasst, wir sitzen also momentan unter extrem wichtigen Resistance-Zonen, 90.500 circa und wie gesagt unter uns dann die 88.000, 86.000 wichtige Support-Zonen, die gehalten werden müssen und wenn sie nicht gehalten werden, ja, dann müssen wir mit 84.000 oder vielleicht sogar 80.000 rechnen, aber wie gesagt, halte ich eher für unwahrscheinlich momentan, aber das ist aktuell nun mal, das sind die Optionen, die wir uns im Kopf behalten sollten. Als Trader sollte man alle Möglichkeiten einmal abgearbeitet haben und ja, das ist also jetzt hier passiert. Jetzt aber noch ganz wichtig, ein neuer Star am Meme-Coin-Himmel, Snowball. Der Coin wurde jetzt hier am 28. Dezember gelauncht. Was ist das Besondere an diesem Token? Es ist so, dass der Dev, also derjenige, der den Coin gelauncht hat, hier einen Mechanismus entwickelt hat, der dafür sorgt, dass alle Einnahmen über die Transaktionsgebühren direkt in eine Marketing-Wallet transferiert werden und von dort aus sozusagen Buybacks gemacht werden. Das heißt, der Coin sorgt dafür, dass niemand, auch der Dev nicht, die Transaktionsgebühren aus dem Coin rausziehen kann, so wie es ja bisher eigentlich in den Meme-Coins fast immer so ist, dass die Devs am Ende letztendlich am meisten profitieren und sehr viel Geld damit machen, weil sie sich die Transaktionsgebühren rausziehen und am Ende ja damit weglaufen. Dieser Coin hat das, deswegen heißt er auch Snowball, sozusagen eine Art Schneeballsystem in sich eingebaut, der dafür sorgt, dass das nicht passieren kann. So hat er ein eigenes Market Maker System in sich und viele Leute sagen, das ist revolutionär, das hat der Markt gebraucht. Wir brauchen Coins, die endlich ehrlich sozusagen und transparent mit den Transaktionsgebühren umgehen und Snowball ist anscheinend jetzt sozusagen der erste Coin, bei dem das passiert ist. Und ja, wir wollen natürlich nicht uns zu früh freuen, deswegen auch von dieser Seite aus, das ist keine Finanzberatung. Ich sage euch nicht, dass ihr diesen Coin kaufen sollt. Ich sage nur, das ist das, was aktuell in der Meme-Coin-Welt von vielen Leuten besprochen wird. Und wenn wir jetzt einmal auf X gehen, dann sieht man natürlich auch direkt hier, viele Leute zeigen schon wieder, dass sie mit dem Coin hier extrem viel Geld verdient haben. Und ja, man muss natürlich immer sagen, wenn Leute auch diese PNL-Cards hier teilen und umso mehr Leute solche PNL-Cards teilen, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir dann auch erstmal eine größere Korrektur sehen. Und ich rechne auch damit, ja, wenn wir jetzt hier also innerhalb eines Tages mal eben gucken, wie viel wir hier gestiegen sind seit gestern, also ungefähr, ich mache mal seit gestern früh ungefähr, ja, dann sind wir 600% gestiegen. Das ist natürlich erstmal toll für die Leute, die hier Geld verdient haben und Glückwunsch, aber man muss natürlich rechnen, dass wir hier auch wieder eine Korrektur sehen und möglicherweise, ja, ist das ganze Ding auch schon wieder irgendwann vorbei. Wer weiß, ja, ob sich das halten kann, ob dieses Prinzip jetzt tatsächlich für einen Umschwung in der Meme-Coin-Welt sorgt, weil natürlich ist jetzt erstmal der Hype bzw. die Euphorie sehr groß von vielen Leuten hier auf X, die sagen, das ist eine neue Ära, die hier eingeläutet wurde in der Meme-Coin-Welt. Das wird sich alles zeigen, aber
nach dem ersten Hype, nach der ersten Aufregung und Euphorie gibt es eigentlich immer erstmal einen großen Pullback. Und ja, man kann hier natürlich versuchen einzukaufen. Das ist aber sehr risikoreich, deswegen an dieser Stelle von mir aus natürlich keine Empfehlung. Aber wer im Meme-Coin-Game ist, ja, und risikoavers ist, der möchte hier vielleicht einkaufen, falls wir tatsächlich sehen, dass wir hier runterlaufen. Und wer weiß, ob dieser Coin dann tatsächlich den Rückenwind hat, um weiter hochzusteigen. In Meme-Coins ist alles möglich. Wir können auch hier in 2 Tagen bei 100 Millionen sitzen. Wir können aber auch in 2 Tagen wieder auf Null sein. Aber soweit wisst ihr jetzt zumindest, was aktuell in der Meme-Coin-Welt so in aller Munde ist. Wenn dir das geholfen hat beim Einordnen, gerade was Bitcoin angeht, Altcoins, aber jetzt auch mit Meme-Coins und du hier einen Nutzen draus ziehst, dann lass gerne mal ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen und auch abonnieren. Dann können wir uns beim nächsten Mal, nächste Woche zum Marktupdate oder auch bei einem Livestream jetzt demnächst wiedersehen. Du wirst auf jeden Fall hier alles erfahren, was im Bitcoin oder im Kryptomarkt allgemein abgeht und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da wiedersehen. Erstmal wünsche ich euch schöne Weihnachten und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder.